Ilbenhausen in der Wetterau. Im Juli 2001 entdeckt die Feuerwehr hier bei einem Holzstapelbrand im Wald eine Kinderleiche. Am 4.7. kann ich mich noch ziemlich genau erinnern, war ich auf dem Weg zum Dienst von zu Hause und habe in Nachrichten gehört, dass im Bereich Friedberg eine Kinderleiche aufgefunden wurde, eine verbrannte Kinderleiche. Und da war mein erster Gedanke natürlich Julia. Seit gestern Abend wird die 8-jährige Julia aus Biebertal bei Gießen vermisst. Das kleine Mädchen wurde von ihrem Mörder wahrscheinlich von diesem Spielplatz entführt. Hauptkommissar Michael Pfändesack leitet in Gießen die Soko Julia. Der erfahrene Ermittler konzentriert sich als erstes auf die Radarfallen in der Nähe vom Fundort der Leiche. Das waren etliche Fotos, die in einem Schuhkarton gesteckt haben und auf ihre Auswertung gewartet haben. Da kamen 2 Kollegen, die sollten den Auftrag bekommen, guckt euch die Bilder an, wertet's aus. Wir suchen keine Familie mit 2 Kindern im Auto, sondern möglichst einen Mann alleine im mittleren Alter und dass es in den Zeitkorridor auch irgendwo reinpasst. Eine Radarfalle steht nur wenige Kilometer vom Tatort entfernt an der Bundesstraße. Ich habe, als ich den Kollegen diesen Auftrag gegeben habe, wahllos in die Kiste gegriffen und habe gesagt, auf die Frage, was sollen wir denn machen, die Bilder über den Daumen laufen lassen und gesagt, hier, guck mal, einfach mal, hier ist ein Fahrer alleine und der hat das Kennzeichen GI-TV. TV heißt Tatverdächtiger, im Scherz gemeint, mit dem fangt an. Ist der Mann auf dem Blitzerfoto tatsächlich Julias Mörder? Thorsten V. wohnt genau gegenüber von dem Spielplatz, von dem Julia verschwunden ist. Er wird von 2 Beamten überprüft. Und als sie zurückkamen, waren beide fast überzeugt davon, wir haben den richtigen Mann hier an der Angel. Tatsächlich wohnte er in Biebertal in der Dammstraße, direkt neben dem Spielplatz. Und da ist den beiden natürlich heiß und kalt geworden. Ich habe während der Soko gesagt, man muss den Zufall neu definieren. Es gibt nämlich wirklich Zufälle, aber das ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass einer an dem Ort, wo der Leichnam verbrannt wurde, um die gleiche Zeit in eine Radarkontrolle fährt und in Biebertal wohnt, da wo das Kind verschwunden ist. Der einzige Zufall, der hier eine Rolle spielt, ist, dass er zufällig zu schnell gefahren ist. Man hat Leichenspürhunde in sein Auto rein riechen lassen und die haben aber nicht angeschlagen. Er hatte sein Auto professionell reinigen lassen. Ja, deshalb war auch da nichts zu finden. Zufällig aber hat kurz vorher ein Fernsehteam Thorsten V. vor seinem Haus interviewt, während die Polizei noch nach der kleinen Julia sucht. Wie gesagt, die Polizei hat ja ganz viele Spuren und Hinweise und der Mörder ist immer noch auf freiem Fuß. Was haben Sie für ein Gefühl dabei? Ja, kein gutes. Ich habe auch eine kleine Tochter. Die ist zwar jetzt erst 5 Monate alt, aber trotzdem schon irgendwo, macht einem das schon nachdenklich. Ne? Macht schon Angst irgendwo. Dann geht auf einmal alles ganz schnell. In der Nähe des Spielplatzes, wo Julia zuletzt gesehen wurde, gab es eine Explosion. Thorsten V. will in seinem Haus Spuren vernichten und wird von der Explosion selbst schwer verletzt. Trotzdem findet man im Haus noch Spuren von Julia. Das war für uns natürlich die willkommene Gelegenheit, in das Haus reinzugehen. Wo es brennt, kommt die Feuerwehr und die Polizei. Der Bürger kann ja nicht unterscheiden, kommt jetzt die Polizei, die die Brandursachen ermitteln, oder kommt das K11, was das Tötungsdelikt untersuchen will. Der erste Gedanke war, nicht schon wieder ein Zufall, es gibt keinen Zufall. Und da war ich ziemlich sicher, dass wir jetzt den Sack zubinden können. Julias Mörder Thorsten V. ist heute vom Landgericht Gießen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Täter schwieg wie all die Monate. 2003 kommt Thorsten V. in die Justizvollzugsanstalt in Butzbach.
Dort stirbt er 2022. Das hat mich eigentlich am meisten enttäuscht bei dem ganzen Verfahren, nie zu erfahren, was passiert ist. Aber auch finde ich es schade, dass er nicht versucht hat, seinen Standpunkt darzustellen. Es war wahrscheinlich wirklich eine zufällige Geschichte, dass ihm die Julia in die Arme gelaufen ist. Und er hat es aber nie versucht, irgendwie zu beschönigen oder abzumildern oder wie auch immer.